Servus Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einer erneuten Episode der Battle News. Alles rund ums Battlefield Franchise und natürlich geht es heute einmal mehr um Battlefield 2042. Da war es ja relativ lang, auch relativ still, seit die Season 1 ins Game gekommen ist. Jetzt gibt es dann doch mal wieder ein paar Neuigkeiten, insbesondere hinsichtlich Spezialisten, Kartenänderungen, natürlich wie immer Bugfixes, neue potenzielle Waffen im Spiel bzw. Änderungen im Portal-Modus. Also wir haben einiges zu besprechen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr weiterhin mit am Start bleibt. Season 1 läuft ja bereits schon seit circa 6 Wochen. Seitdem gibt es auch nicht mehr wirklich viel Neues. Wir alle warten ja auch noch auf die Kartenänderungen bzw. die Optimierungen. Ihr erinnert euch alle daran, dass hier Deckung dazugenommen werden soll. Enders hat, glaube ich, mal gesagt, das ist das Sandsack-Update, was irgendwann mal kommen wird, weil einfach überall auf den Karten Sandsäcke dann rumstehen werden. Aber nichtsdestotrotz, es sind natürlich Deckungen und das soll das Ganze vor allem für die Infanterie-Player unter euch dann auch wesentlich besser spielbar machen. Und da gibt es jetzt mehrere Äußerungen dazu. Einmal von einem Community Manager Stratford, der ist jetzt vielleicht nicht so ganz bekannt oder vielleicht auch doch bekannt wie Path Welsh, aber er hat sich dazu geäußert im Rahmen des EA-Forums, dass auf jeden Fall noch Map-Änderungen auf dem Weg sind und die auch in Season 1 noch erscheinen werden und das Ganze, das deckt sich auch mit Äußerungen, ja, eben von Path Welsh, der gemeint hat, dass Anfang August bereits der Kaleidoscope bereits nach, ich weiß nicht wie vielen Monaten, aber egal, auf jeden Fall ins Game kommen wird. Da können wir uns dann, denke ich, drauf freuen. Dann sollte eine Karte mehr zusammen mit Exposure dann auch für uns alle ein bisschen besser spielbar sein. Wir hoffen natürlich, dass auch die weiteren Karten-Updates, ich möchte doch mal ein bisschen schneller hineingezogen oder hinzugezogen werden, dass wir jetzt nicht ewig drauf warten wollen. Dann gibt es mal wieder neueste Informationen von unserem Data-Miner Temporal, meine ich, dass mehrere neue bzw. alteingesessene Waffen aus den Data-Files gezogen werden konnten, vermutlich für den Portal-Modus. Was ganz interessant ist, da sind auch durchaus Waffen so aus Battlefield 5 mit dabei, beispielsweise das M2 Carbine, M95 Bolt Action Rifle, ja, das eine oder andere LMG, die Brenn ist mit dabei, dann zusätzlich haben wir noch die AEK 971, die AUG, irgendwie geile Waffe, AUG, weiß nicht, habe ich in jedem Spiel irgendwie gern gespielt, so dieses Burst Fire, RPK ist am Start und das M249 LMG, also zumindest in den Spieldateien ist es enthalten und da wir ja auch mit einem größeren Update noch zum Portal-Modus rechnen können, kann es sehr gut sein, dass das bald mit ins Spiel kommen wird. Weiter machen wir mal mit den Verbesserungen und zwar, ihr kennt das Thema mit Sicherheit Aim Assist betreffend und das betrifft natürlich insbesondere alle Controller-Spieler beziehungsweise ja, vor allem die Konsolenspieler halt auch und da ist es der Fall gewesen, dass die Aim Assist Funktion da deutlich eingeschränkt beziehungsweise ja, inkonsistent war und das hat man auch selber beim Spielen gemerkt. Ihr wisst ja, ich spiele beides, ich spiele sowohl MNK als auch Controller, also ich erlaube mir da auch ein Urteil und es ist wirklich so, dass gerade beim Tracken hast du deutlich gemerkt, dass das einfach nicht so gepasst hat. Mal so reagiert, auf die Entfernung gar nicht reagiert, da ein bisschen reagiert und von daher hoffen wir mal, dass sie das Thema hinbekommen haben. Sie sagen auf jeden Fall, sie hätten die Gründe für die Inkonsistenz entdeckt und soll behoben werden und das Ganze soll auch in dem ersten oder nächsten größeren Update eben Anfang bzw. Mitte August erscheinen. Dazu soll es noch einen Nerf für den neuen Stealth-Helikopter geben und natürlich den ein oder anderen Bugfix, unter anderem für die Jets. Das ist insbesondere passiert, ihr seid reingespawnt und das Ding ist unter eurem Hintern explodiert oder ihr konntet keinen Schub geben und seid dann vom Himmel gesegelt. Also das war alles nicht so prickelnd und betreffend der Stealth-Helikopter ist bis dato nur mitgeteilt worden, dass die 30 mm Kanone für den Piloten etwas geschwächt wird. In welchem Umfang, das ist noch nicht bekannt, aber es wird auf jeden Fall etwas nach unten orientiert. Gut, und abschließend würde ich sagen, kommen wir noch zu einem der absoluten Streitthemen in Battlefield 2042 und das sind die Spezialisten mit all ihren bekannten Fähigkeiten und cringigen Sprüchen und. Und jetzt kann man sagen, okay, DICE wird jetzt von diesem Spezialistensystem auf jeden Fall nicht weggehen, zumindest nicht für Battlefield 2042. Es werden auch zunächst keine 4 Klassensysteme kommen.
bekommen. Dazu gibt es auch noch keine weitere Information, ob vielleicht wenigstens die Spezialisten in dieses 4-Klassensystem gepackt werden, dass eben nicht jeder und alles so verwenden kann und da vielleicht eine Balancing-Komponente mit reingebracht wird. Aber auch das ist nicht der Fall. Also da müssen wir wohl auf jeden Fall nochmal etwas abwarten. Aber es ist auf jeden Fall etwas in Richtung optischem Erscheinungsbild dazu. Seht ihr jetzt schon die Bilder? Ich meine, es sieht schon besser aus. Es sieht mehr nach Lore aus. Also hier nicht Cringe-Spruch und smilend durch die Gegend hüpfen, wie weiß ich nicht in was für Spielen, sondern zumindest hier die Artworks, aber die waren ja davor auch schon gut, sag ich mal. Ist halt nie so umgesetzt worden wie die Anfangs-Artworks bei Battlefield 2042. Aber das hat sich jetzt dann doch schon deutlich angenähert und ich finde es nicer, passt auch irgendwie dann zum Setting, wenn wir das alles, soll ja an den Karten auch noch ein bisschen düsterer werden, einfach ein bisschen, ja, auch in den Karten-Updates. Ich denke, da sollte dann schon mal ein bisschen mehr Stimmung auch aufkommen, weil so gefühlt Battlefield 2042 so das komplette Polish einfach fehlt. Also, weiß nicht, als wären die Maps nie zu Ende gedacht, beziehungsweise zu Ende programmiert gewesen. Nichtsdestotrotz, ich würde sagen, wir können uns auf jeden Fall auf das August-Update mal freuen. Dann schauen wir mal, vielleicht, man sagte so schön, totgesagte leben länger. Vielleicht schafft es BF 2042 ja nochmal aus dem Grab heraus. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und as always, haltet die Ohren steif. Und bis dann, euer A-Team.